Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit der Frage, was es eigentlich mit den PvP-Titeln auf sich hat. Und zwar eine komplette Übersicht zu geben über die verschiedenen Titel, die es gibt. Und halt auch, ab wann man sie bekommt. Weil das Spiel sagt einem dazu recht wenig. Wenn ihr mal die Taste R drückt und dann ganz unten auf Titel und Abzeichen geht, findet ihr alle eure Titel, die ihr bereits errungen habt, in Flive Universe und könnt sie entsprechend auswählen oder eben auch keinen Titel auswählen. Und hier ist es so, dass bei den PvP-Titeln, was das genau ist, zeige ich euch auch gleich noch, aber diese PvP-Titel, die sind hier halt in diesem einen Button oder in dieser einen Zeile. Und da wird immer in der Klammer zur Zeit der Titel angezeigt, den ihr freigeschaltet habt. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr quasi mehrere PvP-Titel zeitgleich haben könnt, sondern es gibt erstens für jede Klasse bestimmte Titel und zweitens ist es auch so, dass man diese Titel nicht zur gleichen Zeit innehaben kann. Das heißt, du hast immer den Titel abhängig von deinen aktuellen PvP-Punkten. Also ganz anders als in Flive PC zum Beispiel. Da konnte man durchaus alle Titel zeitgleich haben, sofern man sie denn freigeschaltet hatte. In Flive Universe ist es so, dass es nicht geht. Und viele Leute sind natürlich interessiert in diesen Titeln, weil man auch nicht mal sehen kann, was ist eigentlich der nächste Titel, ab wann kriege ich den Titel, wie heißt der Titel, wie heißt der letzte Titel, wie heißt der 5. Titel. All diese Informationen sagt uns das Spiel aus irgendeinem Grund nicht. Und lustigerweise auch nicht die API, zumindest nicht in den gängigen Wikis findet man keine Informationen darüber, wo diese Titel herkommen oder wie sie heißen. Und die Info gibt es aber schon im Discord. Ich weiß nicht ganz genau, wer der Urheber dieser Information ist. Da gibt es auch mehrere verschiedene Bilder und so, also auch ein bisschen unterschiedliche Informationen, also nicht hundertprozentig sicher, was da jetzt genau stimmt oder nicht. Aber zumindest haben wir eine Übersicht über die Titel, die sich schon größtenteils überschneiden. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass das wahrscheinlich schon irgendwo seine Richtigkeit hat. Und diese Titel für die verschiedenen Klassen gucken wir uns jetzt zusammen an. Und wir fangen an mit den Akrobat-Titeln. Und hier ist es so, dass wir ab 10 Punkten den ersten Titel bekommen. Also das mit den Punkten ist by the way überall gleich, logischerweise. Aber jetzt haben wir eben dieses Akrobat-Titel. Das bedeutet, diese Titel, die kann nur ein Akrobat, aka Akrobat Ranger Jester bekommen. Alle anderen Klassen können keinen einzigen dieser Titel bekommen. Also das ist diese absolute Besonderheit, das was neu ist, in Anführungszeichen. Also ich meine, klar, das ist seit Beginn des Spiels schon im Game. Aber was halt auf jeden Fall Neues von Flive PC herkommen. Bei Flive PC, nochmal wie gesagt, da war es so, egal wie viele Punkte du hattest immer alle Titel auch von deinen vorigen Punkten und jede Klasse hatte die gleichen Titel. Und in Flive Universe ist es aufgesplittet in immer nur den aktuellen Titel nach Punkten und jede Klasse hat ihre eigenen Titel. Genau. Ja, 10 Punkte, 100 Punkte, 1000 Punkte, 4000 Punkte, 10.000 Punkte, 20.000 Punkte, 50.000 Punkte. Klingt alles vielleicht noch halbwegs machbar. Ich meine, 50.000 Punkte, wer weiß, wie wenig Punkte man bekommt, ist eine Menge. Aber wie gesagt, klingt noch halbwegs machbar. Aber dann einfach der Sprung von 50.000, laut dieser Grafik zumindest, auf 1 Million, 5 Millionen und 100 Millionen. Also vor allem bei den 100 Millionen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, weil I don't know, also das ist einfach nur utopisch. Wie gesagt, wir gucken uns gleich nochmal in-game an einem Beispiel, wie viele Punkte man da so bekommt oder bekommen kann, je nach Situation natürlich. Und ja, es ist schon ganz schön brutal auf jeden Fall, weil um den letzten Titel zu bekommen, 100 Millionen Punkte zu farmen, ist einfach nur geistesgestört. Und die Titel an sich, Rogue, Outlaw, Vigilate, wobei ich glaube, das ist Latein tatsächlich, keine Ahnung, wie man es so auf Englisch aussprechen würde, Pathfinder, Pursuer, Punisher, Theodor, Phoenix, Spiritor, Varkan und Lamia. Das mal zu Akrobat, dann Assist, wie gesagt, Punkteverteilung ist das gleiche. Protector, Guardian, Knight, was ich auch lustig finde. Assist kriegt den Titel Knight, also Assist-RM-BP. Paladin, Crusader, also diese 3 Titel hier für mich, selbst die ersten beiden eigentlich, Protector und Guardian, das wären ja alles so Titel, die super zu Knight passen würden. Gut, Knight wäre auch ein bisschen unsinnig, aber ja, und dann Clutch, Chaplain, Adventum, Prophet und Oracle. Also die letzten 3 oder vor allem die letzten beiden wahrscheinlich passen sehr gut zu BP und RM mit Prophet und Oracle. Die ersten 5 oder so definitiv nicht, wenn ihr mich fragt, aber naja. Dann Mage-Titel, die passen sehr gut zu Mage. Apprentice, Mage, War Mage, Grand Mage, Archmage, Sorcerer, Warlock, Sage, Archsage und Elder. Genau. Von der Reihenfolge her würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt zustimmen, aber wahrscheinlich ist es sogar besser, dass ein paar von den Titeln früher kommen. Und dann haben wir noch Mercenary.
Der hat so ein bisschen die Standardtitel teilweise abbekommen, sowas wie Trainer, Fighter. Gut, dann geht es aber schon direkt los mit Gladiator, Berserker, Wardancer, Blaster, Eraser, Champion, Warrior und Bearcat, was anscheinend ein Marderbär ist. Auch ein interessanter Titel. Für 100 Millionen Punkte wirst du einfach zum Marderbären. Auch interessant auf jeden Fall. Ja, worauf ich jetzt noch eingehen will, ist eben diese abweichende Grafik hier. Also erstens sind hier anscheinend einfach ein paar Fehler bzw. Abweichungen. Also hier haben wir zum Beispiel bei Assist. Diese Grafik hier sagt, Entschuldigung, bei Akrobat. Diese Grafik hier sagt, bei 10.000 Punkten ist es Pursuer und hier war ja Pursuer Punisher. Keine Ahnung, warum hier zwei Sachen drinstehen. Vielleicht ist das nicht eindeutig erkennbar. Hier sagt es auf jeden Fall Pursuer. Außerdem sagt es hier 10 Millionen Punkte, nicht 100 Millionen Punkte. Also auch da haben wir eine kleine Abweichung. Und bei Assist haben wir hier doppelt gemoppelt, zweimal Crusader bei 10 und 20.000. Und hier haben wir Crusader und Clutch bei Assist. Also ihr seht schon, die Informationen, die man so findet, sind unterschiedlich. Ich weiß auch nicht, wer die Urheber der verschiedenen Grafiken sind. Es gibt, glaube ich, noch eine dritte Grafik, die auch wieder die Titel auflistet. Kann natürlich sein, dass da einfach jemand, der das halt abgeschrieben hat von dem Code oder wo auch immer, der das her hat, einfach nicht aufgepasst hat, hier zweimal das gleiche geschrieben hat und hier bei den 10 Millionen Punkten, 100 Millionen Punkten eine 0 zu viel oder eine 0 zu wenig. Wie gesagt, gibt es so ein paar kleine Abweichungen. Das heißt, das ist nicht alles bare Münze hier. Immer mit ein bisschen Vorsicht behandeln. Außerdem ist es natürlich auch so, die Titel sind zwar in-game tatsächlich auf Englisch. Also ich habe selber ja gerade den Titel Mage, hatte ich euch ja gerade gezeigt, und nicht Magier. Aber es könnte sein, dass diese Titel vielleicht irgendwann auch nochmal ins Deutsche übersetzt werden, weil die anderen Titel oder sehr viele Sachen wurden ja mittlerweile in die deutsche Version auch wirklich übersetzt und die Titel offensichtlich noch nicht. Ich meine, wie gesagt, die sind schon sehr lange im Game, also wenn sie wirklich übersetzt hätten werden sollen, wären sie wahrscheinlich schon übersetzt. Aber es könnte auch sein, dass sie sich für die deutsche Version nochmal neue Titel überlegen, vielleicht aber auch nicht. So, und jetzt sind wir wieder in-game. Und wie schon gesagt, ich bin jetzt ja aktuell zurzeit Mage und habe 217 Duellpunkte. Bin Level 151. Und was passiert jetzt, wenn ich mich mit einem im Anführungszeichen ebenbürtigen Gegner duelliere, der auch Level 150 ist, allerdings nur 9 Duellpunkte hat? Es passiert Folgendes. Ich habe 5 Duellpunkte gewonnen und mein anderer Charakter hat einen Duellpunkt verloren. Und soweit ich weiß, ist das Maximum, was man bekommen kann, das ist immer dann, wenn der andere Charakter ein wesentlich höheres Level hat zum Beispiel, weil ich nicht ganz genau weiß, ob es dann nicht irgendwann auch nochmal eine Punktereduktion bekommt, wenn man viel zu viele Punkte hat und der andere Charakter trotzdem im Level höher ist. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Es spielt aber eigentlich auch absolut keine Rolle, weil worum es mir einfach nur geht, ist, man kriegt wohl anscheinend maximal 30 Punkte für ein Duell. Die höchstmögliche Zahl, die man für ein Duell bekommen kann, soll wohl bei 30 liegen. Und jetzt, wenn wir uns zurückerinnern, dass man zwischen 10 Millionen und 100 Millionen Punkte braucht. By the way, meine persönliche Vermutung ist eigentlich, dass es eher 10 Millionen sind. Ich weiß nicht, woher diese Info mit 100 Millionen stammt. Ich weiß nicht, woher die Info mit 10 Millionen stammt. Deswegen, wie gesagt, gibt es ja diese Abweichung leider, die allerdings ziemlich groß ist, eine Abweichung um 90 Millionen Punkte. Allerdings, warum ich sage 10 Millionen, in Flive PC war es auch 10 Millionen. Und das generelle Duellsystem und so hat eigentlich ähnlich funktioniert. Es war auch sehr grindlastig und irgendwann, wenn du zu viele Punkte hattest oder wenn du Charakter herausgeforscht hast, die im Level gleich auf waren oder niedriger waren, du hast da auch nur sehr wenige Punkte bekommen. Also genau wie das, was ich gerade demonstrieren wollte. Und also ich persönlich denke auch, es sind eher 10 Millionen, aber keine Ahnung, ob es da irgendwas Offizielles gibt, ein Statement von einem Game Master oder so. Vermutlich eher weniger. Aber es ist auf jeden Fall absurd, weil rechnet euch das selber mal aus, wie viele Duelle ihr machen müsstet für 10 oder 100 Millionen Punkte, selbst wenn ihr für jedes Duell 30 Punkte bekommen würdet, und das werdet ihr in der Regel wahrscheinlich nicht bekommen. Und dann kommt noch hinzu, ihr könnt das nicht mal mit euren eigenen Charaktern irgendwie den ganzen Tag lang farmen und sagen, ach komm, ich farm jetzt die 1 Million Punkte oder whatever. Das geht nicht, weil ihr habt eine IP-Sperre nach 3 Duellen und dann müsst ihr 30 Minuten warten. Man könnte die vielleicht umgehen. Da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nicht sogar gegen die Spielregeln ist. Deswegen würde ich euch dazu raten, es nicht zu tun. Und selbst wenn ihr das tun würdet, in einem theoretischen Szenario, wo es erlaubt wäre, es würde immer noch 100 Jahre dauern. Und die Frage ist halt, ob sich das wirklich lohnt oder ob man sich dann nicht dann doch mit einem der Titel begnügt, die maximal 50.000 Punkte brauchen, weil die in Anführungszeichen noch halbwegs realistisch, halbwegs schnell gehen sollten. Und ja, es gibt halt viele Leute, die schon 20.000 Punkte zum Beispiel haben. Aber drüber ist dann doch, glaube ich, eher unwahrscheinlicher. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen schade, dass man eben nur einen Titel angezeigt bekommt, weil eben vor allem deswegen, stelle ich mal vor, jemand macht wirklich die 10 bzw. 100 Millionen Punkte, whatever, und bekommt wirklich den letzten Titel, heißt dann aber zeitgleich, er hat nur den letzten Titel und alle anderen Titel davor hat er nicht und kann dann nicht zwischen den Titeln irgendwie switchen oder so. Also das finde ich echt fragwürdig, weil das, wie gesagt, im Flive PC ja auch nicht so war.
Und ich denke einfach generell macht das ganze PvP-System, vor allem wenn man eben diese Zahlen kennt, so 10 Millionen, 1 Million, 5 Millionen, whatever, macht das einfach so viel, ja, unlogischer. Weil warum zum Teufel sollte man sich hinhocken und hunderte Stunden grinden für einen Titel, wohingegen man bei Flive PC zumindest 10 Titel bekommen hätte für den gleichen Aufwand. Also ist irgendwie ein bisschen fragwürdig und irgendwie auch nicht worth it. Auf jeden Fall war das alles zu den PvP-Titeln, die man durch Duelle und Duellpunkte bekommen kann. Wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen habt oder welchen Titel ihr am coolsten findet, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung und ciao, ciao.